Okay, eine Woche ist rum. Es kommt die zweite Folge von Das Wunderland besucht den Europapark und es wird spannend, wenn wir uns mit den Ingenieuren, den Kreativleuten dort vor Ort unterhalten und ihr werdet merken, wirklich, man tickt dort genauso wie wir. Es ist auch ein Familienbetrieb, er ist, ich glaube, 207 Jahre älter als wir, also wir haben noch viel vor uns, aber schaut es euch einfach an. Kleinigkeit zwischendurch. Formel 1, war da noch was? Ich zeige euch mal ganz schnell im Hintergrund, seht ihr ein paar Bilder. Wir kommen ein bisschen voran. Reicht mir noch nicht, um eine ganze Folge drauf zu machen, aber das machen wir nächstes Mal. So, jetzt erstmal Europapark. Viel Spaß. So, wir sind im Europapark angekommen und ich würde sagen, nicht viele Worte. Wir kriegen nämlich jetzt einen Rundgang hinter die Kulissen und da bin ich super gespannt drauf. Kommt mit! Jetzt im spanischen Themenbereich vom Europapark. Der Europapark, wie es der Name ja schon sagt, ist aufgebaut nach verschiedenen europäischen Themenbereichen und die sind wirklich authentisch thematisiert. Da gibt es auch dann das Essen von den jeweiligen Ländern und wir wollen eigentlich Europa an einem Tag erlebbar machen und da wirklich den Leuten das Flair vermitteln. Und die Achterbahnen sind dabei natürlich auch sehr, sehr wichtig, auch aber nur ein Teil davon. So wie bei euch die beweglichen Züge auch nur ein Teil davon sind. Von der Experience geht es auch um die Details und die Deko und die Thematisierung eben und das Feeling und Gesamterlebnis. Also bei uns vielleicht nicht ganz so viele kleinste Details zu entdecken, aber auch viele verschiedene Hidden Objects. Ja, hier bleibe ich natürlich gerne stehen, wenn ich so ein schönes Holzmodell von der Wodan sehe. Das ist herrlich. Also erinnert mich so ein bisschen an meine kindheitlichen Streichholzkünstlerklebereien, aber das ist natürlich eine Sisyphusarbeit. Also wunderschönes Modell, finde ich. Bewegt sich natürlich nicht. Da wollen wir natürlich mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, ihr seid das in groß, was wir in klein sind. Weil man sieht die Liebe zum Detail, man sieht genau das, es ist nicht nur ein Vergnügungspark. So, wir fahren jetzt mit der Wodan. Das ist eine Holzachterbahn. Das ist natürlich auch der Hammer, wenn man sich die Konstruktion anguckt und den Lärm. Herrlich. Also wir brauchen, glaube ich, auch eine Holzachterbahn. In der Achterbahn zu filmen ist natürlich nicht so einfach. Wir werden jetzt mal versuchen, mit dem Brustgurt irgendwie eine schöne Aufnahme zu machen. So, du fährst. Ich mache es mir bequem. Freue mich. Der Kameramann ist ja gearscht, der darf nicht mitfahren, ne? Super Regel. Nochmal fahren, Papi. Absolutes Hammerteil. Also faszinierend, dass man sowas konstruieren kann. Mega. Das ist richtig geflasht. Also gigantisch geniale Linienführung. Also merkt man ja. Ich bin begeistert. Wie schnell ist die in der schnellsten Stelle? Weißt du das? Nur so zwischen 60 und 70. Es kommt einem durch den Lärm schneller vor, ne? Ja, da sind auch Abstreifer drin, wo sie dann rechts und links auch noch lauter machen. Also es geht ja auch der Anstehbereich, den wir jetzt leider nicht gesehen haben, der geht direkt unterm Holz durch, um nochmal die Spannung aufzubauen, weil das Erlebnis ist eigentlich am besten, wenn man da wirklich nochmal reingesteigert wird und es wirklich sieht, wie schnell da eine Achterbahn runterkommt und was gleich auf einen zukommt. Das sind praktisch Miniaturwesen im Vorgarten. Und hier tauchen wir in die Welt ein und können das wirklich fahren. Eine Indoor-Themenfahrt. Nur 10% der Bahnen sind draußen. Aber gehen wir erstmal rein. Wahnsinn. Große Unterschiede, was wir auch wirklich Wert drauf legen, ist natürlich auch sehr haptisch zu sein. Und bei uns das sind die Sachen halt wirklich authentisch und nicht plastisch, versuchen wir zu vermeiden, sondern wirklich aus Beton gespritzt. Hey, yeah, yeah.
yeah. I'm no saint. Hey, yeah, 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 yeah. I'm no saint. Dame, 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 dame. I'm no saint. Dame, 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 dame. I'm no saint. Dame, 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 dame. I'm no Mir fehlen die Worte, weil ein Kunstwerk. Also die Detailverliebtheit, die Geschichte, also wer designt das alles? Ja, man taucht hier wirklich ein in eine Welt, diesmal in eine Welt geschaffen von Luc Besson, dem Autor, der die Arthur-Filmreihe gemacht hat. Und unsere Abteilung, die Themendesignabteilung Max Solutions, die setzt es dann um, designtechnisch, und schaut, dass es auch so gebaut wird. Aber der Ride hat auch 2016 den Preis gewonnen als beste Attraktion der Welt und auch mit Mack-Rides, dem besten Fahrsystem der Welt, weil man einfach neue Geschichten erzählen kann mit diesem Fahrsystem. Also es ist faszinierend, wenn man da reingeht und wenn man erst recht die Bahn fährt. Das ist sozusagen das Miniatur-Wunderland in groß, was die Detailverliebtheit, den Aufwand, die Kreativität, die Bilder, die Lichttechnik und so weiter und vor allem das Fahrgefühl angeht. Man dreht sich in alle Richtungen. Wie heißt das, wenn man über Kopf hängt? Inverted Coaster. Ein also Inverted Coaster. Mehrere Sachen wirklich kombiniert. Also man hängt unter den Schienen, das ist das Inverted. Man fährt nicht auf den Schienen, sondern man fliegt unter den Schienen. Es ist dann noch ein Powered Coaster mit eigenen Motoren angetrieben, dass man die Geschwindigkeit kontrollieren kann. Und dann eben noch eine Spinning Coaster, weil die Gondeln können sich 360 Grad drehen und wir können bestimmen, in welche Richtung wir die drehen, in welche Szenen wir die drehen, um das Fahrsgefühl und die Immersion einfach zu komplettieren. Wenn ihr jemals im Europapark seid, was ich euch wärmstens empfehle, und ihr steht hier vor, wie ich eben gerade nämlich kam, dachte ich so, okay, will ich die fahren, sieht jetzt nicht so besonders thrilling aus, macht es, mit der ganzen Familie. Das ist so detailverliebt, also kann ich nur sagen, Glückwunsch. Achtung, Arme hoch. Arme hoch. Da. Genau. Hammer. Das war super. Vor allen Dingen, ich wurde sehr gut unterhalten, akustisch. Hier sehen wir jetzt einen Wagen in der Wartung und der ist gerade in Generalüberholung und Generalinspektion. Deswegen sind auch die ganzen GFK-Teile abgenommen und auch unten die Räder und die Chassis. Und das ist die gleiche Technik wie bei dem, den wir in der Genau, Werkshalle gesehen haben mit dem Drehen. Die Technik ne? wurde entwickelt und patentiert. Man fühlt sich ja wirklich frei beim Fahren und hat nicht die Schulterbügel, die normalerweise immer stören und einengen. Und man versucht da praktisch dieses Sicherheitssystem und diese Sitze in verschiedene Achterbahnmodelle mit Überschlag einzubauen. Und eben auch beim Time Traveler ist es genau das gleiche System. Wenn man die Sitze natürlich in Bahnen mehrfach verwenden kann, dann spart man dadurch auch Geld. Aber auch das Sicherheitssystem eben auch ganz wichtig, dass man es ab einer geringen Körpergröße auch fahren kann. Hier sieht man dann verschiedene Teile unten am Achterbahnwagen. Das hier sind die Stromabnehmer. Wenn im Bahnhof die Achterbahn im Bahnhof ist, dann kriegt die Achterbahn auch Strom, dass die Bügel dann aufgehen können eben durch den Mechanismus. Es gibt auch noch die sogenannte Finne, das ist dann für die Bremse. Dass hier zugemacht wird und gebremst, aber man will auch keinen Verschleiß. Deswegen bei der Achterbahn gibt es auch Magnetbremse. Wenn man Magnete rechts und links hin macht, dann nehmen die auch schon Geschwindigkeit raus. Und klar hier unten für das Laufrad, dass sie nach vor und zurück geschoben werden kann. Und normalerweise, das ist hier, da vorne sehen wir es noch, weil hier hört ja die Schiene auf. Normalerweise sind die auf dem Track und werden dann rüber geschoben und die Schiene geht dann hier weiter und dann wird der Wagen hier reingefahren. Und hier hören praktisch die Schienen auf und hier sieht man noch an dem einen Rad, wie die Räder hier wirklich gesichert sind. Und die sind normalerweise eben auf dem Track mit der Dreipunktsicherung und hier in der Werkstatt kommen sie halt von den Schienen runter und werden aufgebockt. Hier aber das relevante Teil ist normalerweise
auf den Schienen und darum drumherum. Und die kommen jeden Abend rein und jeden Abend wird da alles geprüft auf Verschleiß. Und das ist eben hier die Dreipunktsicherung, wo man hier nochmal sieht, wo wirklich alles gefedert und dynamisch ist, dass es wirklich rund rollt und dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man rollt. Warum zeigst du uns jetzt diese Bahn? Die sieht ziemlich alt aus. Ja, die ist auch ziemlich alt. Das war eine von den ersten Bahnen im Europapark. Aber ich zeige dir die gar nicht aus historischen Gründen, weil diese Bahn eigentlich so ein bisschen auch eine Zukunft der Achterbahn eingeleitet hat. Aber das will ich dir erstmal zeigen und da musst du erstmal fahren. Da kannst du gespannt sein. Sieht jetzt nicht so thrilling aus. Nee, keine Loopings, keine Schrauben, kein großes Gefälle. Eigentlich einfach nur eine schnelle Zugfahrt. Wir sehen jetzt auch gleich den Zug kommen, aber du wirst es sehen. Aber fahren wir mal. Nicht zu viel Ich ahne was. Genau hier hinten kannst du festdrehen. Ja. Dann mach die nochmal auf. Und hier oben in der Mitte ist ein Rad, da kannst du die Schärfe einstellen. Jetzt geht's los. Genau, hinten stehen. Und Gerrit, haben wir zu viel versprochen oder? Nein, also ich habe nicht damit gerechnet. Im letzten Moment habe ich gesehen, dass da 2 Brillen aufhaben. Aber Virtual Reality Achterbahn ist schon der Kracher. Ich habe kurz überlegt, ob man rauskriegt, was man eigentlich gerade im echten Zug macht. Ne? Aber es passt hier so gut zum Bild. Man ist wirklich im Film. Und vor allen Dingen sind 2 Runden gefahren, hat man nicht gemerkt. Und so kann man eine alte Achterbahn wirklich refurbischen. Und ich glaube nicht, dass die Achterbahn rückwärts gefahren ist, oder? Nee. Weil im Film drehe ich mich und habe das Gefühl, ich fahre plötzlich rückwärts. Richtig, du kannst Schrauben einbauen, Loopings. Wenn du das geschickt machst, mit den Bewegungen synchronisierst, dann glaubt es dein Körper. Und so hast du nochmal einen riesen Spaß und eigentlich aus der normalen Achterbahnfahrt noch eine zweite Attraktion gemacht. Und darüber machen wir uns auch Gedanken. Was ist die Zukunft der Achterbahn? Und das ist vielleicht nicht die Zukunft, aber es ist auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt. Wir könnten ja eure Miniatur Wunderland Achterbahnfahrt irgendwie mit einer 360-Grad-Kamera auch abfilmen und die dann auch irgendwie erlebbar machen, wenn wir es auch schaffen, die irgendwie auf eine Achterbahn von uns zu packen. Ja, so rum, ja. Und dann kann man bei uns im Europapark, bei euch im Miniatur Wunderland sein. Wir müssten ja nur die Bluefire nehmen und oder hier diese Achterbahn bauen und dieses Modell bei euch reinstellen. Und den Sprung einbauen. Und den Sprung einbauen. Weil auf der Bluefire haben wir die VR-Technologie auch schon getestet. Und da ist man dann auch natürlich ohne Schienen gefahren. Ist das nicht zu heftig? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe die VR-Brille auf der Bluefire. Kommt immer bei auf die den Zielgruppe. Gehkräften. Kommt immer auf die Zielgruppe an. Deswegen haben wir jetzt wir sind auch ein Familienpark. Six Flags macht das, die packen das auch auf die Großen, das sind auch Kunden von uns. Aber hier haben wir es absichtlich auch auf eine gemäßigte und ältere gemacht. Um die Leute da in das Thema einsteigen zu lassen. Weil hier, du hast ja gesehen, die Ortifanten, das ist ja wieder All Family. Ja. Aber müsste man tatsächlich mal spinnen, ob man es hinkriegt, dass man das Kleine mit dem Großen über die VR-Technik irgendwie verbindet. Das wäre super. Das ist ein Gedanke, das nehmen wir mal mit, oder? Machen wir auch. Genial. So, raus aus den Achterbahnen, wieder rein in unsere Kreativität. Ich habe hier Matthias und Patrick und habe gehört, ihr beiden seid diejenigen, die eigentlich, wenn ein neues Fahrgeschäft im Europapark gemacht werden soll, die dann die großen Ideen liefern. Genau, so sieht's aus. Also ich bin von der technischen Seite, ich schaue, dass das Fahrsystem, das Fahrgeschäft gut funktioniert und Matthias macht es dann hübsch. Also die großen Themenwelten, die kommen alle von ihm und seinem Design-Team. Also das ist ein Team von, 10 Leute ungefähr. Und ich habe natürlich auch einen Hersteller für Attraktionen in der Hinterhand, das ist Mack Rides, die habt ihr schon besucht. Ja. Und die stellen natürlich gerne bei uns ihre Attraktionen zur Schau.
So, bei uns ist es so, wir fangen einfach mit einer verrückten Idee an und dann legen wir meistens einfach los. Das könnt ihr euch ja nicht erlauben, ne? Sondern ihr müsst ganz genau wissen, was ihr Also wollt. der Anfang ist bei uns tatsächlich genau gleich, weil zuerst muss man ja mal verrückte Ideen haben, das, was sie eingrenzen kann und das, was sie dann realistisch bauen kann. Das ist ja auch so, wir müssen ja erstmal, ich sage mal, Blue Sky denken haben und dann hinterher wird es immer ein bisschen klarer definiert und das ist natürlich eine Teamarbeit, wo man halt guckt, welches Fahrsystem würde da passen, welche Attraktion würde passen, wie könnte die aussehen, was ist die Story dahinter, wie binden wir die in die Europapark-Welt ein. Das passiert dann alles immer in den Schritten, also es ist eine große Entwicklung von Anfang an, aber wir fangen auch genauso wild an. Wenn man das sowas hört, wir dürfen eine verrückte Achterbahn mitgestalten, ist natürlich ein Traum, weil wir haben natürlich den TÜV bei uns, der nimmt uns alle Achterbahnen ab. TÜV, was ist das? Der Technische Überwachungsverein. Noch nie gehört. Gibt's leider, Haben wir sowas bei uns? Nee. Dann hätten wir ja keine Unfälle mehr, das wäre schade. Den gibt es zum Glück, muss man sagen, in Deutschland sehr präsent, in ganz Europa präsent, ist weltweit aktiv. Der überwacht alle unsere Attraktionen, schaut über den Designprozess, schaut auch über die Inbetriebnahme und gibt uns am Schluss die Achterbahn auch frei für den Betrieb. Und der stellt eigentlich sicher, dass diese Achterbahn für unsere Gäste auch sicher ist. Also ist natürlich bei uns was anderes wie bei euch. Bei uns müssen echte Gäste mitfahren, Klar. bei euch sind es Plastikfiguren. Das ist natürlich dann schon vom Sicherheitslevel eine andere Nummer. Wenn bei euch die Achterbahn entgleist, dann sieht das auf dem Foto vielleicht nicht so gut aus, aber ist keiner Ja, wirklich die Leute zu Schaden lachen gekommen. sogar kurz, ne? Genau, ja. Also, Und bei uns sollte das eben nicht passieren. Ja. Deshalb gibt es diesen TÜV. Natürlich haben wir auch interne Sicherheitsnormen, die wir da einhalten und machen die Attraktion so sicher, wie es eben nur geht. Aber der TÜV schaut da nochmal drüber für die absolute Sicherheit. Die G-Kräfte sind ja auch wieder was anderes bei euch, wenn da nur Plastikfiguren drin sitzen. Bei uns bei den echten Menschen ist das natürlich ein größeres Problem. aber wir kennen ja dieses Phänomen der Schadenfreude oder wie auch immer. Wenn ich mir vorstelle, wir machen eine Achterbahn, die so cool aussieht, dass man sich eigentlich davon träumen würde, da drin zu fahren, aber eigentlich eher da nebensteht und genießt die Schadenfreude, dass diejenigen, die da drin sitzen, eigentlich am Limit sind. Das fände ich auch attraktiv. Das heißt, die G-Kräfte, ich weiß nicht, was kann der Durchschnittsmensch ab? Wir gehen bei den Achterbahnen bis zu 5 bis 6 G, das ist das absolute Maximum, das wir gehen. Eher bei den 4 Gs sind wir eher im gemütlichen Bereich, aber der Mensch kann bis zu 12 G aushalten für eine kurze Zeit. Wollen wir natürlich nicht erreichen. Dann gehen wir mal bis 15. 15 G wäre doch eine Ansage. Ja. Das wäre dann ein Riesensturz und ein ganz kleiner Looping dahinter. Ja. Also das wäre dann so, sind wir bei 15, vielleicht sogar 20 G. Gs kann man nicht sehen, das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber man sieht ja, wenn was verrückt aussieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Belastungen extrem sein werden. Und wir haben überlegt, ob es eventuell irgendwelche Figuren gibt. Also man kennt ja die Schraube, man kennt den Looping, man kennt vielleicht den annähernd freien Fall. Ob es nicht mal irgendeine Bewegung gibt, die einfach so skurril ist, dass man sie gerne mal fahren würde, aber natürlich nicht einsteigen würde, der TÜV auch es nicht zulassen würde. Und vielleicht auch die G-Kräfte zu groß wären. Es gibt tatsächlich eine Figur, die man schon immer irgendwie träumt, machen möchte. Das ist der Looping mal außenrum fahren. Also wir sehen ja hier hinten, haben wir einen Looping, den fahren wir immer innen. Das ist, weil man dann immer schön in den Sitz gepresst wird. Aber wenn man jetzt mal überlegt, man fährt außenrum, dann zieht es einen ja richtig aus dem Sitz raus. Ja. Aber da sind die Kräfte so hoch, dass man das eigentlich nicht wirklich aushalten würde. Vor allem dann im unteren Bereich, wenn man da kopfüber einmal unten durchgeht, das ist für einen Menschen nicht wirklich gemütlich, aber für Plastikfiguren funktioniert das. Ihr könnt ja auch eine gewisse Höhe erreichen, die wir hier gar nicht bauen können. Also was bei uns 200 Meter hoch wäre, wäre bei euch vielleicht nur 2 Meter. Vielleicht baut ihr einen hohen Spitz ein, den wir normalerweise nicht machen würden. Einfach auch kostentechnisch, aber ihr könnt natürlich sowas machen. Das ist eigentlich die höchste Achterbahn der Welt, leider nur in Miniatur. Ganz genau. Wäre auch was. Da kommt es jetzt darauf an, was wollt ihr als Kirmes haben. Also eine Kirmes ist ja eher was Klassisches, was ein Volksfest. Wir haben hier ja keine Kirmesattraktion im Park. So ein Bluefire, den kann man ja nicht einfach von Kirmes zu Kirmes transportieren. Das sind ja 2.000, 3.000 Tonnen Stahl. Die packt man nicht mal kurz auf ein paar Eisenbahnwaggons und fährt dann in die nächste Stadt. Wie sind eure Grenzen da gesetzt und wie locker seht ihr das auch? Kann ein Bluefire auf der Kirmes stehen? Oder eine Holzachterbahn. Eine Holzachterbahn war früher auf der Kirmes. Also früher sind sie mit Holzachterbahn wirklich rumgereist. Sowas wie unser Wodan, vielleicht ein bisschen kleiner. Heute macht das natürlich keiner mehr, weil es viel zu aufwendig ist. Dieses mit viel zu aufwendig, da können wir natürlich sagen, aber es ist möglich. Das heißt, den Freiheitsgrad würden wir uns gönnen, dass diese Achterbahn als transportable Achterbahn nicht wirtschaftlich wäre als Beispiel. Aber ich weiß ja nicht, ob man
Sicherlich wird es das dann echt nicht geben, weil die Nachfrage wahrscheinlich da nicht nach wäre. Aber könnte man eine Achterbahn so ein bisschen umkonstruieren, dass sie theoretisch mit entsprechenden Mengen an Betonplatten oder wie auch immer theoretisch transportabel wäre? Rein theoretisch. Rein theoretisch geht das mit jeder Achterbahn, weil jede Danke, Achterbahn reicht. war einmal transportabel. Also Genau. die muss ja auch einmal Richtig. hierher kommen. Also von dem her geht das mit jeder Achterbahn. Es ist wahrscheinlich am Ende nicht realistisch, dass diese Achterbahn auf einer Kirmes steht. Also es ist ja alleine deswegen schon nicht, weil sie G-Kräfte haben wird und die utopisch sind und eine TÜV-Abnahme, die niemals durchgehen würde. Deswegen bewegen wir uns da durchaus ein bisschen in der Fantasie und wir nennen es immer in dem Freiheitsgrad, der in unserem Namen steckt. Ne? Wir können am Ende sagen, wir sind doch das Wunderland. Ihr wollt es ja auch aufwendiger haben. Eure Kirmes ist ja nicht nur ein normales Abbild von einer Kirmes, die vielleicht von oben betrachtet etwas unspektakulär aussieht, sondern ihr wollt sie ja spektakulärer machen. Auf jeden Fall. Also man soll in diesen Bereich reinkommen, mit einem Lichtermeer in dieser Romantik der Kirmes oder wie auch immer gefangen sein, eventuell auch mit Düften oder irgendwas. Man soll die Detaillierung mit bis Müll auf dem Boden, Losbuden und alles haben, auch so, dass es realistisch ist. Aber wenn man genauer hinguckt, wird das ein oder andere Fahrgeschäft schon ein bisschen crazy sein. Das ist das Ziel. Auch sein. Genau. Und vielleicht sogar, dass es normal wirkt und wenn man den Knopf da unten drückt, dann wird einfach das Riesenrad seine Gondel nach außen schmeißen, weil es zu schnell dreht oder so. Also so der technische Defekt, der Fehler. Also genauso diese Idee, die wir bei Magreiz gestern hatten, dass wir eventuell frei fliegen, also dass wir ein Stück aus der Bahn rausnehmen und der Zug fliegt raus und fädelt sich wieder ein. Das ist natürlich für uns der größte Albtraum natürlich, aber wenn es in Miniatur möglich ist, ist es natürlich eine tolle Sache. Da habe ich übrigens eine Idee gefunden. Ich habe ja nur kurz vorher von unserem Termin erfahren, dann habe ich einmal kurz im Archiv gegraben. Das ist eine Idee von zwei Erfindern aus New York. Haben sie 1919, also genau 100 Jahre alt, haben sie das gezeichnet. Das ist eine Kanone, die mit Elektromagnetantrieb eine Kugel, eine Kapsel, in denen 10 Leute drin sitzen, abschießt und dann mit einem Trichter wieder fängt und dann hat es am Schluss sogar noch so einen kleinen Wassersplash. Fand ich eine ganz witzige Idee, weil sowas werden wir nie bauen. Haben wir aber fast das gleiche Problem wie ihr. Ihr habt es natürlich größer als wir, aber auch wir müssten ja bei solchen Sachen einen Mechanismus finden, der zumindest meistens funktioniert. Richtig, ja. Bei euch müsste es sein, immer funktioniert. Aber also ich würde damit nicht fahren. Ich damit. wäre mir auch Aber damit ist es eigentlich attraktiv. Genau, genau. Aber eben bei euch wäre das schon witzig. Aber wir wollen ja nicht zu doll, dass jemand sagt, nee, das geht nicht. Ne? Verstehe. Das heißt, wir versuchen trotzdem immer aufzupassen. Es muss zumindest am Ende immer entweder so gesagt werden können, theoretisch ist es möglich. So. Ja, auf jeden Fall werden wir eine verrückte Achterbahn bauen. Da müssen wir mal gucken, wo wir da hinkommen. Aber auch, was wichtig ist, ist die Technik. Ihr beschleunigt hier mit Magneten, ne? Genau, wir haben hier Magnetmodule auf der Strecke am Start. Wir haben eine 80 Meter lange Strecke, die ist schnurgerade, da haben wir Magnetmodule. Der Zug hat auch Magnete auf dem Zug selber und die greifen ineinander und durch ein wanderndes Magnetfeld wird der Zug eigentlich beschleunigt und durch die Bahn geschossen. Wie viel wiegt der Zug ungefähr? Der Zug ist so, also bei der Bahn 8 bis 10 Tonnen, teilweise bis zu 12 bis 16 Tonnen. Und die Energie reicht dann für die gesamte Strecke? Genau, ja, wir geben einmal Energie dazu. Der Zug, auch durch sein Gewicht, das hilft uns ein bisschen, durch diese Beschleunigung kann er diese Energie auf der ungefähr 1200 Meter langen Strecke abbauen. Ja. Und da haben wir das Problem, dass durch die Reibung natürlich das Verhältnis Gewicht zu Reibung bei uns überhaupt nicht passt. Richtig. Eigentlich immer wieder beschleunigen müssten. Genau, also wir müssen eigentlich, um es wirklich realistisch darzustellen, müssen wir es eigentlich dauerhaft kontrolliert beschleunigen, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dass es halt wie eine echte Achterbahn aussieht. Sonst hat es immer so ein komisches, unten ist es zu schnell, oben ist es zu langsam, das passt nie so wirklich zusammen. Noch hoffen wir, dass wir eine Magnettechnik finden, die wir von unserem Formel-1-System zweckentfremden, dass wir durchgehend beschleunigen können und genau die Geschwindigkeit regulieren müssen. Ansonsten gibt es Achterbahnen, wo auch so eine Beschleunigungstechnik an mehreren Stellen eingesetzt wird? Also es gibt Achterbahnen, die haben bis zu 6 von diesen Beschleunigungsstrecken, aber die sind auch nie permanent. Also diese Beschleunigungsstrecken sind immer schnurgerade und in den Kurven haben wir es bisher noch nicht wirklich geschafft, sowas einzubauen, weil es einfach schwierig ist, mit diesen Geradmodulen in der Kurve irgendwas zu machen. Da hat man immer irgendwelche Kollisionen. Aber da habt ihr vielleicht sogar einen Vorteil, weil unser Zug ist extrem schwer, euer Zug ist extrem leicht. Das heißt, ihr müsst auch nicht so genau arbeiten wie wir. Also ihr könnt da mal ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher ran und es funktioniert wahrscheinlich trotzdem. Also das muss man so ein bisschen ausprobieren, ob das funktioniert, weil ich weiß nicht, wie schwer so ein Zug bei euch ist. Der ist vielleicht ein paar Gramm, ja, nicht also mal. wenn überhaupt. Wir können ihn natürlich schwerer machen mit ein bisschen Gewicht, aber er ist so klein
unendlich Aber können wir ihn auch nicht schwer wenn machen. wir ihn dauerhaft steuern, müssen wir ihn ja gar nicht schwer machen. Also Ja. dann ist es ja relativ leicht und dann kann das sogar funktionieren mit einem gewissen Abstand zu der Magnetfläche. Also wir sind wirklich ein paar Millimeter dran auf dieser... Welche Leistung großen Wand. braucht ihr? Wir brauchen hier 1,2 Megawatt, um einen Zug abzuschießen. Und das bei euch ist das um einiges weniger, hoffe ich. So. Aber ich hätte mir gedacht, das sind ja so knapp über 2000 PS jetzt für einmal schnell Ja, also es geht eigentlich. Also Wunderbar. es ist sehr effizient. Ja. Das heißt, wir haben hier erstmal viele Ideen, wir werden das mal alles sortieren. Vielen Dank euch, auch vor allen Dingen, ich war fasziniert von eurer Kreativität. Also jetzt habe ich gerade gehört, ihr seid es... Das Geschäft, ne? Ja, aber das ist so detailverliebt. Die Ideen zu finden ist ja immer das Schönste am Anfang. Und Ja. dann mit der Zeit wird es ja dann leider immer ein bisschen dezimiert, ne? Kostentechnisch, zeittechnisch und sowas. Das kennt ihr ja auch, die Möglichkeiten zu finden. Aber das macht natürlich immer Spaß. Ne? Vor allem die Lichttechnik auch, die kommt Ja. hier extrem gut zur Geltung. Da war ich sehr neidisch, dass wir eigentlich nur einen Tag-Nacht-Zyklus haben und nicht so viel mit Licht spielen können. Kommt dann Aber in der nächsten Phase bei euch. ja, in der Fantasiewelt, die wir immer bauen werden. Vielen Dank euch Gerne. Danke. und wir bleiben in Kontakt, weil ich glaube, wir können viel von euch lernen. Und wir von euch natürlich. Danke. Auch die schönste Zeit geht mal vorbei. Also wir haben hier einen Eindruck gehabt, das ist irre. Vielen Dank für 2 Tage Führung hier hinter eure Kulissen. Ich sehe, ihr seid wirklich im doppelten Sinne das in groß, was wir im Kleinen sind. Also ihr habt jetzt die gleichen Themen, ihr habt die gleiche Fantasie, Kreativität. Ihr macht alles zwar viel größer und ihr seid uns 203 Jahre voraus. Also wollen wir mal gucken, ob unsere Geschichte auch 203 Jahre noch weitergeht. Vielen Dank für den tollen Eindruck, Gerne. Tobias. Und wir werden in Kontakt bleiben und wir fangen jetzt an, diese verrückte Achterbahn zu designen. Gerne, gerne. 1000 Dank. Dir auch vielen Dank, weil die meisten Leute bei uns auch haben nicht das Privileg, eben hier reinzuschauen und was wir tun, hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist wie bei euch viel Arbeit, aber wir wollen den Leuten Spaß bereiten. Und ich denke, das gelingt der Familie Mack und den Mitarbeitern hier Absolut. schon seit 203 Jahren, wie du es gesagt hast. Und auch hier fast alles Handarbeit. Das hat mich verblüfft. Echt super. Danke. Dankeschön. Bis bald.